Als deutscher Musiker ein Weltstar zu werden, ist nicht so leicht, aber Karl Bartos hat's geschafft. Er war viele Jahre lang Mitglied der Elektronikpioniere Kraftwerk. Seit seinem Ausstieg Anfang der 90er ist er Solokünstler und aktuell tourt er. Er hat einem deutschen Stummfilmklassiker einen neuen Soundtrack verpasst und spielt den live vor Publikum. Hallo, Karl Bartos, freue mich sehr, dass du Zeit für uns hast. Ja, schön groß. Du hast den Stummfilmklassiker Das Kabinett des Dr. Caligari neu vertont. Den ersten Psycho-Thriller der Filmgeschichte wird er oft genannt. Der Film handelt ja von einem fiesen Leiter einer Irrenanstalt, der einen Schlafwandler nachts zum Morden rausschickt. Und so klingt zum Beispiel das Titelthema. Du hast das ja schon ein paar Mal live aufgeführt vor Publikum. Wie reagieren die Leute denn mit der neuen Musik drauf und diesem ja über 100 Jahre alten Stummfilm auf der Leinwand? Ja, es war am Anfang bei der Premiere schon sehr verwunderlich. Man hörte in den Pausen, also der Film hat relativ viele Pausen, mein Soundtrack, oder wo ganz leise Geräusche zu hören sind, mucksmäuschenstill. Nicht ein einziges Wort oder ein Gehuste oder irgendetwas. Die Leute waren ziemlich baff. Und es ist ja so, dass der komplett restauriert ist in 4K und der sieht ja nicht aus wie vor 100 Jahren. Man kennt das ja, wenn man alte Filme sieht, dann sind die sehr grisselig und haben Flecken und da fehlen Bilder und das ist ja bei dem jetzt gar nicht so. Ja, das ist das Erstaunliche daran und ich bin auch sehr dankbar, dass das Geld zur Verfügung gestellt wurde, den Film zu restaurieren. Denn er ist schon ein sehr überzeugendes Dokument aus der Moderne. Und du hast es schon gesagt, da ist nicht nur Musik drauf, sondern auch Geräusche und so eine Art Stimmen hast du dazu gepackt, wo eigentlich ja keine sind. 1920 ist der Film rausgekommen und da gab es ja noch gar keinen Tonfilm. Warum hast du denn das gemacht? Ich habe deshalb Geräusche mit in die erzählende Welt genommen, um die Zuschauer hineinzuziehen. Wenn man das will, muss man diese Welt auch erzählen lassen. Also alle Menschen, die dort im Dorf Holstenwall spazieren gehen, sind auch hörbar. Und zwar nicht nur ihre Schritte und die Dinge, die sie berühren, das Lachen, das Murmeln, sogar die Sprache, sondern einfach alles, was dort zu sehen ist, hat auch einen Klang. Was zieht man denn konkret heute aus diesem Caligari-Film raus, der vor so langer Zeit, vor über 100 Jahren gemacht worden ist? Also gibt es da Sachen für heute, wenn man den sieht? Am Anfang habe ich gedacht, der Film, das ist eine normale Kriminalstory. Und der Kommissar, also der Hauptdarsteller, Francis heißt der ist so eine Art Sherlock Holmes-Figur, der klärt das Verbrechen auf. Er ist also auf der Suche nach der Wahrheit. Aber wenn man sich mehr mit dem Film beschäftigt, ist es nicht so sehr die Wahrheit, die dort gefunden wird, angeblich, sondern es ist das Verschwinden der Wirklichkeit. Und dieses Verschwinden der Grenze zwischen Fakt und Erzählung oder Erfindung, die ist heutzutage unglaublich groß. Wir schauen nach Amerika, eigentlich überall hat man dieses Phänomen. Das heißt, der Film erweckt so Sachen, die bei uns heute so im Social Media passieren, dass da Erfindungen als Fakten dargestellt werden oder gelogen wird oder eben Halbwahrheiten verbreitet werden, dass in der Öffentlichkeit Dinge erfunden werden. Ja, die Grenze zwischen Fakten und Fiktion wird immer durchlässiger, so dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt real und was ist ein Fiebertraum. Und genau darum geht es. Das Opfer, dieser Cesare, ein junger Mann, 23 Jahre alt, der ist ein Schlafsüchtiger und er ist hypnotisiert und vollbringt Morde und versetzt die Welt damals in Schrecken. Du wirst ja das in Rheinland-Pfalz im BASF Feierabendhaus aufführen. Also der Film läuft dann und du spielst dann live dazu. Es ist eine wunderschöne Veranstaltungshalle, ungefähr so alt wie der Film, also ein paar Jahre älter sogar. Aha. Wie ist denn das da zu spielen? Wir sehen ehrlich gesagt, wenn wir auf der Bühne sind, nicht allzu viel von der Architektur, weil wir auf die Partitur gucken. Also natürlich ist es wunderbar, in diesen Häusern zu spielen. Das ist ganz klar. Und die Leute sind so fasziniert, dass sie kein Wort von sich geben und mucksmäuschenstill sind. Und diese Umgebung, die ist natürlich sehr erhebend und wir freuen uns darauf.
Du bist ja drauf gekommen auf den Dr. Caligari, weil du mit Kraftwerk im Prinzip für die Mensch-Maschine, das Album von 78 Lieder, komponiert hast, inspiriert von einem anderen Film aus der Weimarer Republik, Metropolis. Ich weiß das aus deiner Autobiografie, dass ihr da in Düsseldorf den Film mal gesehen habt bei so einer Sonderveranstaltung. Ja. Und dann ist das Interesse für diese alten Filme plötzlich gekommen bei euch und bei dir insbesondere. Ja, natürlich. Die 70er Jahre, die hatten kein Internet. Man musste sich schon wirklich zu Fuß informieren und auch diverse Bücher lesen. Und das habe ich gemacht. Es gibt ja gute Bücher. Also diese Zeit ist schon extrem faszinierend für mich gewesen damals. Lass uns ein bisschen über die Mensch-Maschine sprechen. Da warst du ja ziemlich frisch bei Kraftwerk 77, 78 als elektronischer Schlagzeuger und Keyboarder. Und in deiner Autobiografie schreibst du, was für eine unfassbar kreative Zeit das gewesen ist im gemeinsamen Klingklang-Studio in Düsseldorf. Was war genau das Tolle daran von der Stimmung her? Das Tolle daran, dass wir zur selben Zeit jung waren. Und dass die Musikkultur damals natürlich explodierte. Das war etwas ganz anderes als heute. Und genau das war auch das Momentum im Klingklang-Studio. Da waren 4 Autoren, die miteinander lebten und sich auch einigermaßen gern hatten. Und aus dieser positiven Grundstimmung und der Jugend und der Zeit und dem Ort, in dem wir alle lebten, nämlich in Düsseldorf, entstand dieser Schmelztiegel der Kreativität. Das war eine richtige WG. Ihr wart so Mitte 20 oder du warst zumindest Mitte 20 und ihr habt auch viel privat zusammen unternommen. Ja, wir haben schon zusammen gelebt, zusammen gegessen und so weiter. Und das hat die Digitalisierung auch ein bisschen auf dem Gewissen, dass jeder zu Hause vor seinem Computer hängt. Man ist zwar miteinander verknüpft, aber man spürt sich nicht mehr. Das war bei euch damals noch ein bisschen anders. Da war das in weiter Ferne mit dem Internet und Homeoffice und so. Es war in weiter Ferne und am Ende der 70er Jahre hatten wir diese Vision, wie denn die Zukunft mit den Computern aussehen könnte. Und heutzutage ist der Computer omnipräsent und die Gegenwart wird mit ihm gestaltet. Die Computerindustrie ist eben so wahnsinnig klug, dass sie es verstanden hat, das als das gelobte Land uns zu verkaufen. Als du bei Kraftwerk warst, sind die ganz großen Alben entstanden. Also TEE, Mensch-Maschine hatten wir es schon von, Computerwelt 81. Die Erfindung des Elektropop, sagen viele. Und unzählige Interpreten der elektronischen Musik sind direkt von Kraftwerk beeinflusst. Die Briten, OMD natürlich, Depeche Mode, alles, was Vince Clarke gemacht hat, Yazoo, Erasure oder Human League, Tears for Fears, Synthie-Pop in den 80ern und später Techno in den 90ern wären ohne Kraftwerk nie entstanden. Glauben viele. Ich glaube das auch. Die deutsche Band Camouflage war Anfang ihrer Karriere, Anfang der 80er, sehr kraftwerkorientiert. Wie ist denn das bei dir persönlich angekommen, dass der Einfluss so gigantisch war? Es geht da halt um die Haltung, die man einnimmt. Man ist ganz gut beraten, das nicht zu sehr an sich heranzulassen. Also jetzt, neulich hat mir einer gesagt, die Pet Shop Boys haben das Model in London gespielt während ihres Konzertes. Und das hat, weiß ich nicht, über 100 Coverversionen und es wird ständig gespielt und alle Leute können sich darauf beziehen. Natürlich ist es schlimmer, wenn man gar nicht wahrgenommen wird, aber diese unglaubliche Welle, die muss man relativieren, denke ich, sonst kommt man im Leben überhaupt nicht mehr klar. Ist das Bescheidenheit oder um das besser begreifen zu können? Nee, das ist sowas wie eine vorbeugende Therapie. Okay. Also, aber ich muss sagen, ich erinnere mich wirklich an alles, an die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Ich bereue nichts davon und ich liebe die Musik immer noch.